In diesem Video machen wir uns auf den Weg, eine massive Welle zu surfen. Der Einstieg, so abgelegen wie gefährlich, führt durch ein riesengroßes Trümmernfeld, in dem einige Gefahren lauern. Das Größte, wo ich bisher drin war. Belohnt werden wir dafür mit ein paar wahnsinnigen Wellen und ob wir es wieder aus dem Spot rausgeschafft haben, das seht ihr in dieser Folge. Mit von der Partie ist wieder der einzigartige Vince. Hallihallo! Ja, moin. Servus! Na, hier ist es. Ich bin gut genährt und ausgeruht und mental vorbereitet. Sehr gut, das müssten wir auch sein, glaube ich. Geht's ab, oder? Das geht schon ziemlich ab. Gut. Also ich habe gerade einen Abräumer gesehen. Lecco mio. Die Wellen an dem Tag hatten bis zu 3 Meter und einen ganz ordentlichen Push. Ja. Leute, jedes Mal aufs Neue. Ich habe immer wieder so Schiss, wenn ich hier bin, hier reinzugehen. Und das noch bei so viel Energie im Wasser. Es ist echt kein Zuckerschlecken. Der einzige Weg raus zur Welle führt über ein riesengroßes Trümmerfeld voll glitschiger, riesengroßer Felsen. Vincent macht jetzt da vorne den Rock-Off gleich. Schon ziemlich unheimlich. Vorne dran sind überall Steine. Die Herausforderung dabei ist, dass das Wasser mit ordentlich Kraft über die Steine wäscht Ach du Scheiße. und man einen guten Moment finden muss, um ins Wasser zu gehen. Denn wenn man den falschen Moment erwischt, wird man mit voller Kraft über die Steine gespült und kann sich im schlimmsten Fall was brechen, wenn man mit Arm oder Bein zwischen den großen Felsen hängen bleibt. Die Herausforderung ist, rechtzeitig ganz nach vorne zu einem Stein zu kommen, der vorgelagert ist, um dann von dort ins Wasser springen und lospaddeln zu können. Wenn man zu lange braucht und man kann sich ja nicht besonders schnell über die Steine bewegen, dann wird man von einem Set überrascht und kann vielleicht, wenn man schon zu weit vorne ist, nicht mehr weit genug zurückgehen und ist dann quasi auf der Mitte der Felsen gefangen und wird dort dann von den Steinen gewaschen, was sehr schmerzhaft sein kann. Meistens macht man sich dabei auch das Brett kaputt, wenn das passiert. Dann bin ich auch noch mal ein paar Meter zurückgegangen, als ich gesehen habe, dass ein großes Set reinkam und warte noch mal ab. Nachdem das Set weg ist, dann muss man sich eigentlich beeilen und so weit wie möglich nach vorne auf den vorgelagerten Stein rennen. Wenn man dann vorne auf dem Stein steht, muss man den richtigen Moment finden, abzuspringen. Und wenn man hier sieht, sind auch weiter vorne, wird es sehr schnell flach. Das heißt, das Wasser zieht wieder weg. Es kommen neue Steine zum Vorschein, weil es nicht so steil abfällt, der Untergrund. Das heißt, man steht jetzt ganz exponiert auf dem Felsen, kann nicht mehr zurück. Und da hinten sieht man schon, wie das nächste Set kommt. Und man muss jetzt eine Welle abwarten, die genug Wasser über die Steine bringt, um dort drauf zu springen und dann möglichst schnell wegpaddeln zu können. Wenn man nicht stark genug paddelt und rückwärts mit der Strömung dann in die Steine gespült wird, hat man sich wahrscheinlich auch das Brett kaputt gemacht oder sich selbst ein Stück weit. Und wenn man nicht schnell genug nach vorne wegpaddelt, zieht das Wasser wieder weg und es wird sofort wieder flach und man setzt auf den Stein auf und macht sich auch das Brett kaputt. Das ist also immer ein Stück weit eine Lotterie an so einem Spot, ob man es schafft, ohne das Brett kaputt zu machen, dort rauszukommen. In meiner persönlichen Erfahrung, speziell an dem Spot, ist es eine 50-50-Geschichte. Also in der Hälfte der Fälle wurde ich hier schon über die Steine gewaschen. Klickt mal den Link zu einem anderen Video, der an dem Spot ist. Da könnt ihr das Ganze dann sehen, wie das aussieht, wenn es nicht gut klappt. Wenn ihr bis hierhin schon geguckt habt und euch das Video gefällt, dann hinterlasst auch gerne ein Abo, das hilft dem Channel und dann habt ihr natürlich die Videos regelmäßig auch in eurem Feed. What hard? Oh, good, man. Yeah, you too? Beautiful day. Yeah, amazing, huh? Yeah. Some good waves. Sweet, sweet. Also ich bin immer so nervös, wenn ich unten stehe oder runterkomme und das ist das Größte, wo ich bisher drin war. Ich weiß, einmal an dem Tag, habe ich auch gefilmt, das war so für mich damals das Größte, aber heute ist nochmal neu. Eine Offenbarung. Eine Offenbarung, nochmal eine Schippe drauf. Und rausgehen hat geklappt, ohne auf die Steine zu kommen. Hier kommen auch Sachen zusammen. Eine schöne, kraftvolle Welle, die riesigen Cliffs und diese Magie von dem Ort. Da sind ja ein Haufen Leute unterwegs, die hierher kommen, nur weil sie sagen, es ist so ein besonderer Kraftort. Und es kommt hier alles zusammen. Ja. Da drin surfen wir. Das knallt halt. Das knallt richtig. Und die Wellen, die sind auch ein richtiger Kraftort, die hauen auch ordentlich drauf. Weil die Wellen so ordentlich reinknallen an dem Tag, war es gar nicht so einfach für mich, hier eine Welle zu bekommen. Die erste Stunde der Session hatte ich versucht, Wellen anzupaddeln, hatte aber noch keine bekommen und war deswegen vor allem am Zugucken und immer wieder ausprobieren, ob ich nicht auch in eine gute reinkomme. Aber wie man sehen kann, waren die schon ziemlich fett und dann recht schnell doch steil. Schwer reinzukommen und so wie es er gerade gemacht hat, ging es mir auch ganz oft. Jetzt aber erstmal rein ins Edit, denn die eine oder andere habe ich dann doch noch erwischt.
mindestens genauso schwierig wie dort in den Spot reinzugehen, ist es auch hier wieder rauszukommen. Auch hier gilt es, das gut zu timen, wann man sich den Felsen nähert, dass man nicht von dem Set überrascht wird und dann von außen auf die Steine drauf gewaschen wird. Schwierig ist, über die Steine, die sehr, sehr glitschig sind, rauszusteigen, wenn das Wasser wieder zurückströmt, nachdem die Wellen dort reingelaufen sind. Und entsprechend ist es immer wieder ein Abenteuer, bei dem man sich die ein oder andere Schramme als Souvenir mitnimmt. Geschafft. Na, Vince? Was sagst du? Ja, beim Rausgehen war mir schon ein bisschen bange. Ja? Ja. Das nächste Mal ziehe ich mir wieder Schuhe an. Ja. Ich hatte heute nämlich auch extra Schuhe angezogen. Nur mit winzigen Schürfwunden davon gekommen. Sag mal. Oh ja. Das geht ja noch. Aber ist nicht der Rede wert. Heute nicht der Rede wert. Heute nicht der Rede wert. Dafür hat es sich doch gelohnt. Waren ein paar schöne Bretter dabei. Am lustigsten war, dass ich ja über eine Stunde gewartet oder bis ich die erste Welle hatte. Und dann habe ich die Kamera nicht an. Und ich glaube, das war sogar die beste. Beim Reingehen wollte mich elegant reingleiten lassen. Das Wasser war zu seicht und hängen geblieben am Stein und jetzt tut es seit einer Woche sau weh. Scheiße. Vielleicht hast du eine Rippe angeknackst, ja? So ist es. Rippe angeknackst. Kannst nichts machen, musst warten. Wächst halt langsam wieder zu. Ja. Aber surfen gehen geht. Aber es Surfen gehen geht immer. Surfen gehen geht immer, es rächt sich, weil ich dann am Abend tut es immer sau weh. Ist das ein Tag, Freunde? Weißt du noch, wie ich letztes Jahr gejammert habe? Wegen dem Ellbogen. Hatte doch so ein Syndrom. Wegen Ellenbogen. Jetzt habe ich es auf der anderen Seite. Ein Ellenbogensyndrom. Ja, ich habe so ein Syndrom. Was hast du da gemacht? Neues Tattoo? Ja, fast. Das war an so einem Hippie-Markt und da haben so kleine Mädchen so einen Stand gemacht mit Tattoos. Die waren vielleicht so 6, 7. Dann habe ich es abgekauft. Da haben sie es mir auch gleich an den Arm gemacht. Ja. Also Freunde, das war die Session. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Kanal. Dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Verpasst keine Folge. Dann lasst ein Like, kommentiert. Wie immer freue ich mich auf euch. Macht's gut. Bis bald.